Hallo, willkommen zurück bei Ariana Gardner. Klasse Nummer 15. Wir haben zurückgeschaut auf die Kapitel, die wir durchgegangen sind, weil wir versucht haben, einen Überblick über den Ablauf der Kapitel zu bekommen, die wir nicht verstanden haben, als wir uns auf die einzelnen schweren Ideen konzentriert haben. Wir sprachen also wir haben gerade über jemanden gesprochen, der sich bei Ariana Gardner beschwert hat und sagte, nun, wenn diese Dinge nicht von sich aus existieren, warum hat Herr Buddha das dann nicht gesagt? Und warum hat er eine lange Zeit gesagt, dass die Dinge von sich aus tatsächlich existieren? Und dann hat Arya Nagarjuna darauf hingewiesen, dass und wie unsere Zuhörer hier gesagt haben, wer war das? Das hing von den Schülern ab. Es hängt nur davon ab, welche Schüler er hatte. Es ist sehr interessant, dass Johnny Lama, bevor er zum nächsten Thema übergeht, geht er zu etwas, das uns sehr am Herzen liegt, und das ist Tim, das nächste Bild, das Diamantschneider Sutra. Und ich liebe es. Das ist sehr berühmt. Das ist das Diamantschneider Sutra auf Chinesisch. Das älteste datierte Buch der Welt mit einer Datumsangabe darin. Ich glaube 880 nach Christus. Und wir es hier erwähnen, ist, dass Johnny Lama den großen Kommentar zum Diamantschneider Sutra geschrieben hat, den du online als E-Book kaufen solltest von Diamond Cutter Press, weil er gerade herausgekommen ist. Es geht ihm durch den Kopf. Es geht Johnny Lama durch den Kopf und er sagt, übrigens, wo wir gerade beim Thema sind, über das zu klagen, was Buddha gesagt oder nicht gesagt hat, erinnerst du dich im Diamantschneider Sutra? Da sagt er, dass Buddhas nicht lehren. Ja, er sagt, beschwert euch nicht bei mir. Buddha sagte Buddhas Lehren nicht. Beschwer dich nicht über den Inhalt, beschwere dich über die Tatsache, dass er sagte, er sollte überhaupt nicht unterrichten. Und wie wir wissen, bedeutet das natürlich wieder, wie wir schon öfters erwähnt haben, wenn man dieses Sutra liest oder irgendein anderes Sutra, passiert im Grunde genommen, dass dein Geist Worte auf ein leeres Blatt projiziert. Und in gewisser Weise kannst du sagen, du bist der Autor des Diamantschneiders Sutra. Heißt das, dass du es verstehst? Nicht unbedingt. Nun, wie kann ich ein Buch schreiben, das ich nicht verstehe? Das Karma vergrößert sich jeden Tag um 100%. Rechne dir die Zahlen aus. Was ist der Zinssatz? Es ist etwa 1 Million oder so, ich weiß es nicht. Also, es gibt eine berühmte Aussage im Diamantschneider Sutra, dass, wenn der Buddha lehrt, er nicht lehrt. Und was das bedeutet, ist, dass wenn der Buddha lehrt, das kommt von dir. In Ordnung, es gibt 5 große Themen in dem Ich und mein Zeug. Hier ist die dritte. Was bedeutet, dass Sie eine kleine Diskussion darüber haben, welcher der beste Weg für uns ist, um anderen Menschen diese Ideen beizubringen. Und das führte zu einigen anderen Ideen über die Bedeutung des Wortes rein. Das hier bedeutet, wenn es für uns an der Zeit ist, anderen Menschen Lehrheit zu lernen, was sind dann seine Vorschläge? Und er sagt im Grunde das Gleiche. Er sagt, lehrt sie nach ihren Fähigkeiten und übersteigt nicht ihre Fähigkeiten. Vierter Schritt zur Untersuchung von mir und mein ist, das bedeutet, was sind die wichtigsten? Ich denke immer an ein schönes Auto. Sigi hat sich gerade einen Tesla gekauft, den ich mir gerade anschaue, weil er so hübsch ist. Ich weiß nur nicht, ob ich mich auf 2 Tonnen von elektromagnetischem Krebs, wie auch immer. Das bedeutet, wenn du einen Tesla verkaufst, sagst du, ah, schau dir das an, er hat diese schöne Frontpartie und er hat dieses Navigationssystem. Es hat spezielle Bremsen, wie wenn man die Bremsen loslässt, dann drücken die Bremsen selbst. Und so, wenn man um eine Kurve fährt und man vom Gas geht, bremst es proportional. Man fährt also quasi nur mit einem Fuß. Also,
Das sind die Verkaufsargumente des Autos. Das sind die coolen Sachen an dem Auto. Er sagt, hey, willst du die coolen Dinge über Leerheit wissen? Lass mich dir die Verkaufsargumente von Leerheit zeigen. Und das ist das vierte Hauptthema genannt. Das bedeutet, ich gebe dir ein paar Verkaufsargumente für Leerheit. Und der Vers hier ist sehr wichtig. Der Vers ist sehr berühmt. Hast du diesen Vers? Chandler. Ja, Junge, da war ein großer Fehler im Tibetischen. Nicht die Eingabeoperatoren, es war ein Fehler des Schnitzers. Ich lese dir das einfach vor, weil es sehr berühmt ist. In der letzten Zeile steht Deni Deni Zenido. Das bedeutet, hey, willst du die großen Verkaufsargumente für Leerheit kennen? Was er hier Deni nennt, das ist Tattva, was so viel bedeutet wie Soheit. Lass mich dir die wichtigsten Verkaufsargumente für Soheit nennen. Und dann sagt er, es ist eine erstaunliche Liste. Es ist nicht etwas, das man von jemand anderem lernen kann. Es ist nicht etwas, das man von jemand anderem lernen kann. Dann, Gisela, warum sitzt du jeden Tag des Jahres hier und redest über Leerheit und drehst Videos? Es kann nicht so direkt weitergegeben werden, dass eine Person, dass jemand die Leerheit sofort sieht, nachdem man mit ihm gesprochen hat. Das ist nicht möglich, das passiert nie. Nun, es passiert fast nie. Aber es passiert nie, dass man jemanden treffen kann, der die Leerheit direkt gesehen hat und sagt, schau, gib mir nur 5 Minuten, lass uns hinsetzen. Du sagst mir einfach, was du gesehen hast und das war's. Und er sagt, nein, es ist nicht etwas, das man von einer anderen Person sofort lernen kann. Sie muss dich immer und immer wieder lehren und dann wirst du die Erfahrung haben. Shiva. Und ich werde diese verschiedenen Verkaufsargumente definieren. Es gibt 5 davon. 5 Verkaufsargumente eines Teslas. Das erste ist, du kannst die direkte Erfahrung nicht haben, nur indem du jemandem zuhörst, der es beschreibt, sogar eine direkte Erfahrung. Du musst an deiner Gewohnheit arbeiten, misszuverstehen, woher die Dinge kommen. Das ist alles. Du musst an dem Stift arbeiten und musst an dem Stift arbeiten. Dann wird es dir verständlich werden. Aber egal, wie gerne sich jemand hinsetzen würde und es dir beschreiben würde, es ist nicht möglich. Es passiert einfach nie. Du hast nicht so viele Samen. Das erste Verkaufsargument, das ist irgendwie eine negative Sache für mich. Man kann es nicht lernen, indem man jemandem 10 Minuten lang zuhört. Das wird nicht passieren. Zweitens, dann sagt er Frieden. Und dann denkst du, oh, wenn ich Lehrheit studiere, werde ich mein Leben genießen. Ich werde immer auf meiner Couch herumsitzen und mich gut fühlen. Sogar ohne Netflix. Was fast unvorstellbar ist. Aber der Frieden hier ist nicht der Frieden, der bedeutet, sich gut zu fühlen. Der Frieden hier als Verkaufsargument der Leerheit ist der Tod. Ruhe in Frieden. RIP auf Englisch, Ruhe in Frieden. Dieses Shiva bedeutet getötet, tot. Shiva bedeutet auf Tibetisch Tod. Shiva bedeutet Frieden. Aber er sagt, dieser Frieden ist das zweite Verkaufsargument für Leerheit ist, dass es Frieden ist im Sinne von, es findet kein Krieg in der Flasche statt, dadurch zu denken, dass etwas von sich selbst kommt. Es bedeutet nicht, das bedeutet es nicht. Es bedeutet, dass der Zustand dieser Flasche Frieden ist. Warum? Es hat keinen Krieg in sich. Warum? Es hat keine Eigennatur. Und es hatte nie eine Eigennatur. Es ist Frieden vom Anfang, von keinem Anfang. Es war immer Frieden. Es hatte nie eine Selbstexistenz. Du hast den Krieg gemacht. Du hast den Krieg hierher gebracht. Es war Frieden. Sprich, es hatte nicht den Krieg des Denkens, dass es selbstexistent wäre. Das ist cool. Frieden von seiner eigenen Seite. Eigenfrieden? Nun, das ist auch illegal. In Ordnung. Nummer 3.
wie sagt man das? Wenn du es direkt erlebst, geschieht es nicht mit Konzepten. Wenn du es direkt erlebst, redest du nicht in deinem Kopf. Es ist eine direkte Verbundenheit, eine direkte Verbundenheit mit der ultimativen Realität. Es gibt kein Blabla in deinem Kopf. Es ist eine direkte Erfahrung. Es ist frei von diesem Art von Blabla. Chepa bedeutet Konstrukte, geistige Konstrukte. Okay, Nummer 4. Das bedeutet, wenn man über die Eigenschaften von Leerheit spricht, ist eine wichtige davon Namtok. Gyua bedeutet durch den Kopf rasen. Es ist auch das Wort für Autorennen oder Pferderennen, Gyua. Und Namtok Gyua bedeutet, dass du nicht nur, wie sagt man das? Du hast keine Blabla-Gedanken, die in deinem Kopf vor sich gehen. Aber manchmal Blabla-Gedanken bedeutet zu denken, dass die Dinge aus sich selbst heraus existieren. Das ist hier also knifflig. Nummer 5. Jedes Objekt im Universum ist genauso leer wie jedes andere Objekt. Und jeder, der die Leerheit einmal direkt sieht, sieht sie genauso gut wie jeder, der sie jemals gesehen hat oder sehen wird. Ein Buddha sieht die Leerheit direkt, nicht besser als ein Arier zum ersten Mal. Es sind 100%. Es ist absolut 100%. Dann ist das der Gedanke, dass Leerheit keine Abstufungen haben kann. Es kann nicht nur 40% einer Maus nicht in der Küche sein oder ähnliches. Entweder ist sie da oder sie ist nicht da. Wenn sie nicht da ist, ist es 100%ige Leerheit. Wenn du Leerheit direkt siehst, im Alter von 20 Jahren oder so als ein menschliches Wesen, siehst du es genauso wie Buddha. Nicht anders. Das ist interessant. Okay, das sind Verkaufsargumente. Nach der Diskussion der Eigenschaften, die Leerheit hat, geht er ein wenig auf die Eigenschaften ein, die Dinge nicht haben. Und das Bild war ein Tastendruck. Ja. Und ich spreche immer wieder über Samen und Sprossen. Aber die Anzahl der Freunde, die ich habe, die wirklich etwas von Gartenarbeit verstehen, ist einer. Ich meine, wir pflanzen keine Sachen an. Als ich ein Kind war, habe ich ehrlich gesagt geglaubt, dass Wassermelonen, Sandia, aus dem hinteren Teil des Ladens kamen. Das dachte ich mir. Ich dachte, sie machen sie im hinteren Teil des Ladens. Wir leben also nicht in einer landwirtschaftlichen Gesellschaft. Es ist wie in der Bibel, richtig? Wir leben nicht in einer Gesellschaft, in der wir viele Dinge anbauen, aber wir machen Tastendrücke. Wenn du also denkst, dass wenn dein Finger herunterdrückt, sich der Bildschirm ändert, zu glauben, dass Johnny Lama macht etwas Niedliches. Er sagt, weißt du was? Nagarjuna springt von den 5 Eigenschaften, die Leerheit hat, zu der einen Eigenschaft, die nichts hat. Und ist das nicht cool? Er sieht also eine Verbindung. Vielleicht denkt er sich das irgendwie aus in gewisser Weise, aber tun wir das nicht immer? Er sagt, hier sind die 5 großen Merkmale der Leerheit. Aber nebenbei bemerkt, es gibt Dinge, von denen du denkst, das sind Merkmale von Dingen, sie sind es aber nicht. Was zum Beispiel? Zum Beispiel zu denken, dass du den Buchstaben auf dem Bildschirm machst durch das Drücken der Taste mit dem Finger. Drücken der Taste mit dem Finger bringt den Buchstaben nicht auf den Bildschirm. So würden wir es heutzutage sagen. Diese Verbindung zwischen Tastenanschlag und eine daraus folgende Veränderung auf dem Bildschirm ist nicht natürlich. Was du feststellen wirst, wenn dein Computer kaputt geht. Du machst viele Tastenanschläge und nichts passiert. Diese Verbindung ist nicht natürlich. Das kommt auch von dir und sie kann sich abnutzen. Und dann geht dein Computer kaputt. Und dann bist du stinksauer, weil du die Hälfte deiner Sachen verloren hast. 5. großer Abschnitt in diesem Kapitel. Er sagt, studier nicht nur Leerheit, tu etwas. Das bedeutet etwas tun, du musst etwas tun.
Studiere nicht nur über Leerheit. Jetzt musst du etwas damit machen. Und er hat hier ein Bild. Ich nenne dieses Bild Pflanzensamen für Joe. Für den nächsten Kerl. Ja, für den nächsten Typen. Wir reden darüber, Geld für den Ruhestand beiseite zu legen. Es ist einfach höflich zu deinem älteren Ich, dem älteren Ich, lege etwas Geld beiseite für... Was ist heute passiert? Ich habe vergessen, was ich gemacht habe. Ich war dankbar, dass mein früheres Ich etwas für mich getan hat. Die Datenbank nehme ich an. Michael mit 30 hat, Michael hat mit 30 hat Bücher für Michael mit 60 eingetippt. Siehst du, was ich meine? Und ich habe gedacht, gute Arbeit, Michael mit 30. Dankeschön. Danke, dass du an mich gedacht hast. Danke, dass du mir eine Datenbank gegeben hast. Es ist also die gleiche Idee hier. Wenn du Lehrheit studierst, ist es nicht nur für dich. Du kümmerst dich um dein zukünftiges Ich. Es ist, als ob man Geld für den Ruhestand zurücklegt. Dein zukünftiges Ich wird dir danken. Und ich werde euch herausfordern, Leute. Er hat hier etwas ziemlich Tolles gesagt. An dieser Stelle des Textes hat er etwas ziemlich Tolles gesagt. Er sagte, wenn du auf dein zukünftiges Ich aufpasst, wenn du Lehrheit studierst aus dem Nagarjuna-Kursen, dann kümmerst du dich um dein zukünftiges Selbst, weil ich werde euch weiter Hinweise geben, wenn niemand raten kann. Wenn du bessere Samen pflanzt. Ja, komm schon, aber ja, selbst wenn du zum Sterben verurteilt wärest und in eine Welt ohne Dharma gehen würdest, wirst du das Dharma in dieser Welt erschaffen. Das ist so cool. Das ist ziemlich cool, verstehst du? Welchen speziellen Praktizierenden hat er gemeint? Selbstgemacht, ja, selbstgemachte Buddhas. Das ist erstaunlich. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der das so cool gesagt hat. Was ist ein weiterer Grund, warum man Lehrheit studieren muss? Du musst dich um Joe kümmern. Wer ist Joe? Joe ist dein nächstes Leben. Schick ihm ein Geschenk, schick ihm ein paar Sachen zum Lernen. Im nächsten Leben. Und es ist ein sehr schönes Gefühl, wenn du bewusst etwas für dein zukünftiges Ich tust. Etwa 10 Jahre von jetzt an und du tust etwas für... Du schickst sozusagen ein Geschenk an dich selbst in 10 Jahren. Aber dieses Mal tust du es für dich selbst in 100 Jahren von jetzt an, in 1000 Jahren von jetzt an. Und du kannst es zu einer buddhistischen Praxis machen. Coole Dinge zu tun, anonyme Geschenke an dein zukünftiges Ich schicken. Das ist so cool. Das ist eine so nette Idee. Das ist wie Schokolade in Schubladen bei dir zu Hause zu legen und sie zu vergessen. Und später denkst du dann, oh mein Gott, was ist da drin? Danke, dem Michael von vor 3 Monaten. Das ist eine coole Idee. Was ist unser Zeitrahmen hier? Ich höre um 5 nach 5 auf. Okay, verstanden. Pflanze Samen für Joe. Ratet mal. Wir haben den Rückblick auf Kapitel 18 beendet. Es ist ein bisschen langsam, aber das ist unser Thema. Und eigentlich ist das das wichtigste Kapitel, das wir durchgegangen sind, das 18. über die Leerheit von mir und mein. Das ist gut. Und worüber haben wir dann gesprochen? Erinnert ihr euch an Kapitel 19? Zeit, ja. Ich war dabei, diese Notizen für mich selbst aufzuschreiben und ich sagte, Sie werden herausfinden müssen, warum die Reihenfolge der Kapitel ist, wie sie ist. Vielleicht kann ich Ihnen einfach ein paar Hinweise geben. Und ich werde Ihnen Hinweise geben von dem, was Chone Lama zu Beginn des 19. Kapitels sagt, um es mit dem 18. Kapitel zu verbinden. Und rate mal, er tut es nicht. Er versucht es nicht einmal. Warum jetzt also Zeit kommt, eine Untersuchung der Zeit kommt, nach der Untersuchung von mir und mein, rät er nicht einmal. Er legt einfach los. Es liegt also an euch, Leute. Wenn ihr es nicht tut, vielleicht hat Johnny Lama es für dich hinterlassen. Na gut. An dieser Stelle lernen wir etwas Sanskrit. Kala, Zeit.
bezogen auf Gaspedal, Auto und so weiter. Und dann sind wir in der gleichen Klasse zum nächsten Kapitel übergegangen, in dem es bereits um das Zusammentreffen von Ursachen und Bedingungen ging. Und das wichtige Wort dort ist Hetu. Wenn du buddhistische Logik studierst, ist Hetu das wichtigste Wort und es bedeutet Grund oder Ursache. In dieser Diskussion bedeutet es Ursache. Aber es ist extrem wichtig in der Logik, denn es bedeutet Grund als Ursache. Wir haben also über diese Wörter gesprochen. Dann war das ganze Thema des Kapitels über Zeit Triaden, Dreiergruppen, Sum Zen. Das ganze Thema des Kapitels über Zeit waren Dreiergruppen. Erinnert ihr euch an die erste Dreiergruppe? Ja, es war wie wenn etwas existiert. Nein, mach es nicht. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Nur Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und dann sagt er, schau, wenn man eine Triade diskutiert, dann ist es ganz natürlich, 2 mit eins zu vergleichen, nicht eins mit eins zu vergleichen. Wenn du von 3 Dingen sprichst, nun, wie hängen diese beiden mit diesem zusammen, wie hängen diese beiden mit dem hier zusammen? Was sind also die ersten beiden, die er zusammenwirft? In welcher Beziehung stehen Gegenwart und Zukunft mit der Vergangenheit? Und wie können die Gegenwart und die Zukunft überhaupt mit der Vergangenheit zu tun haben? Sie berührt sie nie, sie berühren sich nie. Was haben Fische mit grünen Getränken zu tun? Oh, Entschuldigung, das hängt was zusammen. JB, gib mir etwas Wahlloses. Was haben Wildschweine, die auf deinem Rasen herumwandern, mit dem grünen Getränk zu tun? Ich meine, sie haben keine Verbindung. Sie können sich nicht gegenseitig berühren. Die Gegenwart und die Zukunft können die Vergangenheit nicht berühren, aber ohne die Vergangenheit haben die Gegenwart und die Zukunft keine Bedeutung. Sie beruhen sich auf die Vergangenheit. Die Gegenwart und die Zukunft berühren auf der Vergangenheit, ohne sie zu berühren. Ah, das ist alles nur in deinem Kopf entstanden. Ja, das ist richtig. Also, technisch gesehen, die Gegenwart und die Zukunft. Wie sie passieren, wird davon abhängen, was vorher passiert ist. Aber sie haben keine Verbindung zu dem, was vorher passiert ist. Warum? Nun, das ist gut. Ja, die Vergangenheit ist weg. Wie kann man eine Beziehung mit jemandem haben, der tot ist? Ich weiß es nicht. Was dann noch? Berührungspunkt, ein Berührungspunkt. Was ist der Berührungspunkt zwischen nichts und etwas? Und selbst wenn die Vergangenheit jetzt existieren würde und auch die Gegenwart jetzt existiert, wo treffen sie sich? Wenn sie müssen dasselbe sein. Ja, wenn die Gegenwart die Vergangenheit berührt, dann wäre dieser Teil der Vergangenheit die Gegenwart. Da ist etwas falsch. Etwas anderes muss vor sich gehen. In Ordnung. Wir hatten Kalenderbilder, ich weiß nicht. Wir brauchen sie nicht wirklich, aber du verstehst, worauf ich hinaus will. Er spielt mit 22 und 23 abhängig von 21 und sagt dann, naja, hängen 21 und 22 von 23 ab und vielleicht brauchen 21 und 23 22 in der Mitte, um einen Sinn zu ergeben. Er betrachtet die Dreiergruppen auf unterschiedliche Weise. Was hat er noch über Dreiergruppen gesagt? Ja, jede Dreiergruppe, die du kennst, benutze es einfach dafür. Ich glaube, er hat 2 Beispiele genannt. Zahlen. Wie 1, 2, 3. Ja. Eigentlich war es so einfach. Ich habe das Tibetische nicht verstanden. Ich dachte, aha, 1, 2, 3. Und dann sagte er Chokmending. Besser, schlechter, zwischendurch. Gut, schlecht, dazwischen. Dass sie auch voneinander abhängen. Aber wo berührt das Gute das dazwischen? Denn ist dieser Teil gut oder ist dieser Teil dazwischen? Sie können sich nicht berühren. Wenn sie sich nicht berühren kann man sie nicht vergleichen. Und man kann nicht sagen, dass diese Schokolade besser ist als diese Schokolade, wenn sie nie im selben Raum oder im selben Mund sind. Ich meine, wir werden experimentieren.
Dann stellt er eine Frage. Idim 15, falls du es hast. Ich denke, es ist eine Person, die springt. Und er sagte, was passiert zuerst, die Zukunft oder die Vergangenheit? Studenten beides. Und eine Antwort ist Vergangenheit ist zuerst und die andere Antwort ist die Zukunft ist zuerst. Ja, gut. Und was kommt als nächstes, ist die Zukunft, richtig? Aber dann ist es die Gegenwart. Aber die Zeit, in der du es angeschaut hast, die ist vorbei. Unsere Vorstellung von Zeit ist also falsch. Ich habe eine lange Zeit damit verbracht, über die Relativitätstheorie nachzudenken und Einstein und das Dehnen der Zeit, Verkürzen der Zeit, das Biegen der Zeit. Und es ist viel leichter, Einstein zu verstehen, wenn man diesen Teil liest über die Leerheit der Zeit. Dann macht es sehr viel Sinn. Ich zeige dir ein anderes Bild, 16. Das ist nur ein persönlicher Vorschlag. Wenn du versuchst, Leerheit besser zu verstehen, anstatt das Wort selbstexistent zu verwenden, es ist wie das Anprobieren von Jeans. Schau, was dir passt. Ich erzähle immer die Geschichte, dass ich und Vi in den Cowboy-Laden in Cottonwood gegangen sind und sie probierte 42 Paar Jeans an und hat keine einzige davon gekauft. Und der Typ war ein bisschen genervt. Ich ging zurück und kaufte ein paar Stiefel, nur um ihn glücklich zu machen. Aber probiere andere Wörter an, die zu dir passen und schau, welches dir hilft, es zu verstehen. Das Wort natürlich ist ein guter Vorschlag. Ist das alles natürlich? Ist die Art und Weise, wie die Zeit fließt, Teil der Natur oder künstlich? Ist es natürlich oder ist es künstlich? Weißt du, sie tun Sachen in Schokoriegel. Ist das natürlicher Zucker oder ist es künstlicher Zucker? Und wenn du versuchst, darüber nachzudenken, was Leerheit bedeutet, schlage ich vor, dass du manchmal über die Idee von natürlich nachdenkst und was es bedeutet. Ist die Einteilung in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft natürlich? Und ist die Natur der Zeit, ist die Zeit automatisch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft oder gibt es andere Möglichkeiten, die Zeit zu betrachten? Und ich ermutige dich einfach dazu, über das Wort natürlich nachzudenken, anstelle von selbstexistent. Übrigens teste ich Wörter aus, wie das Publikum, das ich erwähnt habe, China Soft Power. Sie sind sehr intelligente Geschäftsinhaber, große Unternehmen. Und ich sage, schau, lass mich euch etwas fragen. Ich bin ein Lehrer, ich verbringe viel Zeit damit, ich reise um die Welt, versuche Menschen zu lehren. Und ich habe eine Frage an euch. Sie sagen, okay, schieß los. Und ich sage, soll ich Karma oder sollte ich mentale Samen sagen? Und sie sagten, Samen, Mann, vergiss Karma. Und ich war so glücklich, dass sie mir einfach eine ehrliche Meinung geben können. Sie haben überhaupt nicht gezögert. Sie sagten, oh, drauf, vergiss Karma. Erwähne kein Karma. Sag einfach mentale Samen. Also schlage ich dir vor, denkt über das Wort nach. Mir persönlich hilft das Wort selbstexistent überhaupt nicht weiter. Ich gehe nie die Straße entlang und sage, oh, du schaust auf dieses Selbstexistierende. Wir denken nicht einmal daran. Ich denke, das, was allen hilft, ist von seiner eigenen Seite kommend. Kommt der Stift von sich selbst? Selbstexistent bedeutet fast nichts für niemanden. Aber wenn du sagst, kommt es von sich selbst, dann sagen sie, ja, das tut es. Das ist ein sehr einfacher Weg, um eine Diskussion über Leerheit zu beginnen. Und ich denke, dass natürlich auch ein guter Begriff ist. Ist die Aufteilung der Zeit selbst in drei. Muss es denn so sein? Ist das natürlich? Oder ist es etwas, das wir uns ausgedacht haben? Kommt es irgendwie von uns? Weil die Idee von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
so sehr ein Teil unseres Lebens ist, dass wir denken, es müsse natürlich sein. Ich habe mir die Vergangenheit nicht ausgedacht. Ich meine, die Idee der Vergangenheit und die Idee der Zukunft und die Idee der Gegenwart. Ich habe diese Unterteilungen nicht gemacht. Dieser Gott hat das gemacht oder die Welt hat das gemacht. Das weiß ich nicht. Aber das war schon da, als ich hierher kam. Die Leute sprachen bereits über gestern und morgen. Und Nagarjuna sagt, nein, das ist nicht natürlich. Du hast es gemacht. Ich persönlich bin daran interessiert, dass es ein neues Verb gab, das ich noch nie gesehen habe. Es heißt Norwa. Norwa. Also Nor, tiefer Ton, bedeutet einen Fehler machen. Und dann sagte er, egal welche der Dreiergruppen du anschaust, sie hängen von den anderen ab. Hängt 23 von 21 und 22 ab? Hängt das Jahr 2023 von den Jahren 2021 und 2022 ab? Oder hängt 2022 von 21 und 23 ab? Oder hängt 21 von 22 und 23 ab? Welches ist es? Und er sagt, nun, persönlich, als ich es euch beigebracht habe, begann ich mit 21, 2021. Und dann versuchte ich zu zeigen, wie die Beziehung von 22 und 23 davon abhängt. Aber es könnte alles Mögliche gewesen sein. Wir könnten jeden nehmen und uns die Beziehung anschauen. Und dann sagt er, egal welche zwei man zusammennimmt und welches du einzeln nimmst, Norwa. Ja, es ist ein richtig cooles Verb. Es bedeutet, dass es eine Sauerei geben wird. Es bedeutet genau das. Es tut mir leid. Du musst ein paar Buchstaben hinzufügen. Das bedeutet, die Dinge werden so oder so schief gehen. Die Dinge werden schief laufen. Es ist ein Verb. Er hat ein neues Verb erfunden. Es wäre wie sauereiend, wie auch immer. Es ist ein neues Wort. Für mich ist es sehr faszinierend, weil ich Wörter liebe. Er sagt, welche Kombination du auch immer nimmst, es wird sowieso falsch laufen. Ja, viel Glück beim Übersetzen, Leute. In Ordnung, schauen wir uns das an. Lasst uns weitermachen. Ja, wir haben uns alle Dreiergruppen angeschaut. Dann hat er einen Abstecher gemacht und ich fordere euch heraus zu erraten, was das war. Er beendete diese Idee der Dreiergruppen. Er beendete die Idee der Relativität der Zeit, die nicht. Relativität ist nicht dasselbe, wie dass Dinge von dir kommen. Die Tatsache, wie lang sich die Vergangenheit anfühlt, davon abhängt, wie lange sich die Gegenwart und Zukunft anfühlen, das ist nicht Leerheit. Relativität ist nicht Leerheit. Die Tatsache, dass die Zeit mit deiner Freundin langsamer vergeht, weil das ist nicht Leerheit. Relativität ist nicht Leerheit. Es ist nicht wahr, dass, wenn es kein Leiden auf der Welt gäbe, man keine Freude haben könnte. Das ist nicht wahr. Diese Idee, dass es sich um abhängiges Entstehen handelt, was ich schon viele Male gehört habe von Vipassana-Leuten, ist völlig falsch. Das bedeutet es überhaupt nicht. In diesem Fall müsste der Buddha ein wenig leiden, damit er sein Glück genießen könnte. Das ist offensichtlich ein Irrtum. Leerheit bedeutet also nicht, dass etwas nur im Vergleich etwas ist. Leerheit bedeutet, dass du alle Grade erschaffst. Ob man Grade sieht oder ob man keine Grade sieht, in besser, schlechter, mittel. Sie kommen alle von dir. Das ist der Punkt. Es ist nicht so, dass man nichts Besseres ohne Schlechteres haben kann. Wenn das wahr ist, dann solltest du einfach von einem Gebäude springen, weil man kein Glück haben kann. Du kannst kein reines Glück haben. Du müsstest rausgehen und eine Dosis Unglücklichsein bekommen, damit du dein Glück wertschätzen kannst, so etwas in der Art. Warum rede ich über so etwas? Das habe ich vergessen. Ja, ja, was ist sein Abstecher gewesen? Richtig. Was ist das? Ratet mal. Er redet über Zeit und er geht zu seinem nächsten Kapitel über. Er ist bereit, zum nächsten Kapitel überzugehen, aber er möchte noch ein bisschen mehr über die Zeit sagen. Er stellt die Ideen anderer Leute über die Zeit vor.
Er hält an und macht eine Pause. Er sagt, hey, wollt ihr wissen, was die Nicht-Buddhisten im alten Indien über die Zeit dachten? Oder wollt ihr wissen, was die unteren buddhistischen Schulen über die Zeit gedacht haben? Und so legt er dann los. Das ist eine beliebte Strategie für Nagarjuna. Er vergleicht oft seine Konzepte mit den Konzepten der anderen Traditionen in seiner Kultur. Das waren Hindu, Jain und andere Traditionen. Viele Mimamsa. Und dann wird er sagen, übrigens, und niedrigere buddhistische Schulen denken so. Und dann wird er dir mehr Vertrauen schenken darüber, was deine Schule ist, indem er andere Traditionen beschreibt. Hier ist also die erste. Jemand kam aus einer anderen Tradition und sagte, ich weiß nicht, warum du all diese Schwierigkeiten mit der Zeit hast, denn wir haben doch Definitionen von Zeit. Wir haben Sekunden, wir haben Minuten, wir haben Stunden, wir haben Wochen, wir haben Monate, wir haben Jahrhunderte, wir haben Jahrtausende. Wo ist das Problem? Wir haben Zeiteinheiten. Sie können künstlich sein, aber sie sind fix. Eine Stunde sind 60 Minuten, ein Monat sind 30 oder 28 Tage. Nun, er sagt, ein Jahr sind 12 Monate. Es kann erfunden sein, es kann ein Kunstwerk sein, aber es ist fest. Man muss sich nicht so viel Stress wegen der Zeit machen, zu vergleichen mit den anderen Zeiten und anderen. Sie haben eine Definition. Und er sagt, oh, wie lautet die Definition? Eine Minute ist 60 Sekunden. Was ist dann eine Sekunde? Ja, eine Sekunde ist wie 60 Millisekunden, 1000 Millisekunden. Das ist alles, 1000 Millisekunden. Er sagt, nun, oh, ich verstehe, also basieren deine Jahre auf Monaten. Ja, du hast es verstanden. Und die Monate basieren auf Tagen? Ja, du hast es verstanden. Die Tage auf Stunden, verstanden. Und Sekunden auf Millisekunden. Wie lang ist eine Millisekunde? Und dann macht der Typ so, nun, du weißt, es ist nur ein Tipp. Und er sagt, oh, Dip. Und dann sagt Nagarjuna, wie viele Dips innerhalb der Dip? Und der Typ sagt, wir kennen die Sachen mit dem Dip-Dip-Dip-Ding. Und dann sagt er, nun, wie viele Dip-Dip-Dips in dem Dip-Dip? Und er sagt, nun, du brichst es einfach runter zum kürzesten Moment der Zeit und dann nimmst du den. Er sagt, das kannst du nicht. Das bedeutet, dass man es nicht greifen kann. Es ist zu kurz für die Wahrnehmung. Du kannst es nicht wahrnehmen. Wenn man ein Maß für die Zeit bekommt, die zu kurz ist, um sie wahrzunehmen, was bedeutet es für einen Menschen als ein wahrnehmendes Tier? Dann denkst du dir nur etwas aus. Jetzt denkst du dir nur noch Sachen aus. Er sagt, ich stimme zu, man kann einen Tag als so viele Sekunden definieren. Aber was definierst du als eine Sekunde? Der Mann sagt, es sind viele Millisekunden. Und er sagt, was ist mit den Teilen davon? Der Typ sagt, aber du kannst das nicht wahrnehmen. Er sagt, was bedeutet es, 50 nicht wahrnehmbare Dinge zu haben und 60 nicht wahrnehmbare und dann 300 nicht wahrnehmbare? Merkst du nicht, dass das alles Quatsch ist? Du hängst Nullen aneinander und sagst, es sind 50. Kapiert? Weil man die kleinsten Einheiten nicht definieren kann, weil man es nicht mehr wahrnehmen kann, denn es hat kein vorderes Ende und hinteres Ende, ja. Es wäre schön, wenn dein drittes Buch aus dem heutigen Gespräch ein vorderes und ein hinteres Ende haben würde. Ich habe mir gedacht, nun, man könnte, nun wie auch immer, wir können über das Foto auf der Vorderseite reden. Übrigens, hier ist das Bild von, diese Millisekunden laufen einfach irgendwie weg, sie fliegen weg. Man kann sie nicht definieren. Man kann nicht, sie können nicht Pecaptio sein. Sie können nicht gegriffen werden, wahrgenommen werden. Das können sie nicht werden. Man kann sie nicht festhalten, man kann sie nicht definieren. Du kannst sie nicht anfassen. Deine beruhigenden Zeiteinheiten bestehen aus Nullen. Und du stapelst sie auf und sagst, es sind 50, aber es sind immer noch 50 Nullen. Das ist alles. Wollen wir tiefer gehen? Yay, ja, wie viel Zeit haben wir noch? 5 Minuten? Okay. Nachdem er über die anderen Traditionen seiner Zeit sprach, was übrigens, wann immer man das in den Schriften sieht, ich werde euch einen Hinweis geben. Du kannst ziemlich genau Wissenschaft,
eintragen. Du musst nicht Jainism sagen oder Sankhya-System oder Mimamsa oder Charvaka. Du kannst auch einfach Wissenschaftler sagen, weil sie genauso simpel und falsch sind wie die nicht-buddhistischen Schulen von vor 2000 Jahren. Füge einfach den Namen Wissenschaft ein, das ist so in Ordnung. Also sagt er, okay, wir haben die Wissenschaftler ausgelöscht. Wen haben wir denn sonst noch? Was ist mit den unteren buddhistischen Schulen? Ja, was ist mit den Funktionalisten? Das sind die 3 unteren Schulen. Sie sagen etwas Interessantes. Zeit ist messbar und Zeit ist definierbar. Denn man kann sie mit einem physikalischen Objekt wie dem Mond in Verbindung bringen, die Phasen des Mondes oder der Sonnenuntergang und die aufgehende Sonne. Es gibt physische Dinge auf der Welt und man kann die Zeit mit ihnen verbinden und sagen, das ist ein Tag. Wenn die Sonne aufgeht und wenn die Sonne untergeht, ist dieser Halbkreis ein Tag. Also die Funktionalisten, die buddhistischen Schulen sagen, wir können die Zeit in bestimmten Einheiten definieren, weil wir diese Zeiten anbinden können. Wir können die Theorie der Zeit an physische Objekte in der Welt, die wir beobachten, anbinden. Es dauert also 30 Tage, bis der Mond abnimmt und wieder voll wird. Und das ist eine feste Zeitspanne. Das kann man einfach so sagen. Und dann sagt er, oh, also hier ist ein bisschen subtiler. Ich habe euch gesagt, dass wir tiefer gehen werden und das ist vielleicht das Letzte, was wir hier tun. Möchte jemand raten, was Nagarjuna sagt? Ich gebe euch einen Hinweis. Die niederen buddhistischen Typen, sie kommen und sagen, schaut, Zeit ist von außen definierbar. Wieso? Du kannst es mit einem physischen Ereignis verknüpfen, wie die Veränderung des Mondes oder das Erscheinen des oder die Sterne, die in der nächsten Jahreszeit kreisen, bestimmte Konstellationen kehren zurück. Dies sind die 3 traditionellen Vinaya-Maßstäbe der Zeit, die lunaren, solaren und stellaren. Und Vinaya hat alle 3. Es ist sehr schön, aber trotzdem. Die letzte Sache heute. Ich sage es noch einmal. Untere buddhistischen Schulen. Wir können Zeit definieren, weil wir ein physisches Ding nehmen können, das wir am Himmel sehen, und es mit dem verknüpfen, was man Tag oder Nacht oder Monat nennt oder Jahreszeit der Konstellationen. Kein Problem. Das ist nicht künstlich. Okay, letzte Sache. $100. Wie argumentierte Nagarjuna zurück? Ich werde es noch einmal sagen. Sie sagen, dass Messungen der Zeit objektiv festgelegt werden können, weil sie sich mit der Bewegung der planetarischen Körper verbinden lassen. Ich gebe euch einen Hinweis, ich gebe euch einen Hinweis. Sie können keine Verbindung herstellen. Ja, die Verbindung kommt von dir. Die Entscheidung, sich damit zu verbinden, kommt von dir. Die ganze Sache kommt also von dir. Verstehst du das? Wenn ein Teil des Ganzen von dir kommt, dann kommt es ganz von dir. Gibt es eine Sonne, die sich am Himmel auf eine bestimmte Weise bewegt? Vielleicht. Gibt es Wörter namens Minuten, Stunden, Tage? Ja. Machen die Wörter Stunden, Minuten, Tage einen Sinn ohne Bezug auf einen physischen Körper? Nein, man muss einen physischen Körper haben. Okay, also ist es künstlich? Nein, ist es nicht. Doch, ist es. Warum? Du hast entschieden, was mit was verbunden werden soll. Du hast entschieden, was mit was verbunden werden soll. Deshalb kommt es von dir. Verstanden? Wer hat $100 verdient? Rosa, ja. Ich glaube, es war Rosa. Wir haben das Konzept der Zeit selbst in Frage gestellt. Und das wird natürlich zu einer Diskussion über die Zeit führen, die es braucht, um Ergebnisse zu erzielen aus einer Ansammlung von Ursachen und Bedingungen. Und dann wird sich das natürlich darauf beziehen, wie die Dinge existent werden und wie die Dinge wieder nicht existent werden. Also es gibt da einen Fluss. Wenn du zugehört hast, kannst du einen Teil deiner Hausaufgaben machen. Und noch einmal, ich rege dich einfach dazu an, ich stimme zu, dass das Studium von Leerheit den ganzen Tag und nicht Menschen in Not zu helfen,
keine Hilfe für Flüchtlinge oder arme Menschen anbieten oder Menschen, die sich im Krieg befinden. Ich stimme zu, dass das unklug ist und dass du dich wahrscheinlich spirituell nicht weiterentwickeln wirst. Da stimme ich zu. Und ich stimme zu, dass wenn man kein Mitgefühl hat oder Liebe für andere Menschen, dann hat man versagt in seinem spirituellen Wachstum. Da stimme ich zu. Und ich stimme zu, dass wenn du keine Übungen machst und dein Yoga oder solche Sachen, dann wirst du dich selbst verletzen. Du kannst nicht einfach sitzen und den ganzen Tag Lehrheit studieren. Das sehe ich auch so. Aber wenn du nicht ein bisschen Qualitätszeit damit verbringst, und das sage ich immer wieder zu meinen engen Freunden, sie sagen, oh Geshe-la, ich schaue mir die Bücher ab und zu an und es geht mir gut. Und ich sage, ja, aber gibst du dem Qualitätszeit? Gibst du ihm für mich ist meine Qualitätszeit so zwischen 8 und 11 Uhr vormittags. Das ist Qualitätszeit. Und ich sage, gibst du bewusst deine Qualitätszeit? Und sie sagen, nun, ich weiß nicht. Also, was ich sagen will, ist, dass das Studium der Lehrheit nicht das Einzige ist, was man tun muss, um ein guter Mensch zu werden. Aber es ist ein notwendiger Teil, um ein guter Mensch zu werden. Und wenn du es auslässt, weil es intellektuell erscheint, dann machst du einen großen Fehler. Du musst die Teile deines Verstandes benutzen, die nicht deine physischen Sinne sind, um tiefere Dinge zu sehen. Du musst deinen Geist als ein Instrument der Wahrnehmung entwickeln, um tiefere Dinge zu sehen. Wenn du dich nicht darin übst, an Leerheit zu denken, wirst du Leerheit nicht sehen. Es ist nicht möglich. Es wird nicht passieren. Es ist auch ein Muskel. Du musst deine Augen trainieren. Es gibt eine Yoga-Übung mit deinen Augen. Kennt ihr das? So machst du das. Und das hilft tatsächlich. Und du kannst dein Gehör entwickeln, du kannst im Fitnessstudio trainieren. Aber zu denken, dass man seinen Geist nicht trainieren muss, um ein glückliches Leben zu haben, ist ein großer Fehler. Also, beschäftige dich mit diesen Ideen. Die großen Durchbrüche geschehen mit Freunden. Und das ist der Grund, warum buddhistische Mönche 2, 3 Stunden am Tag damit verbringen, in einer Debatte zu trainieren. Und man sieht Bilder von der Art, von den Leuten, die herumspringen und schreien. Aber die großen Durchbrüche sind die geflüsterten Unterhaltungen in den Stunden danach, auf dem Gelände der Debatte. Die Leute setzen sich hin und sagen, Gott, ich verstehe es nicht. Und der andere sagt, ich verstehe es auch nicht. Und dann sagt der dritte Typ, ich habe es ein bisschen verstanden. Und dann siehst du diese Filme von Debatten, richtig? Aber es gibt einen großen Teil der Diskussionsrunde, wo man sich hinsetzt, wenn man erschöpft ist. Und man beginnt zu reden. Wir sitzen im Dunkeln. Wir sitzen im Sternenlicht und es ist so schön. Du fängst einfach an zu sagen, hast du das Ding verstanden? Ich habe es nicht verstanden. Es ist also wichtig, dass du dich mit deinen Freunden triffst. Du triffst dich mit anderen Schülern. Sprich nicht über dumme, nutzlose Dinge. Wenn du der Bodhisattva sein willst, in deiner Gruppe von Freunden, musst du derjenige sein, der, wenn sich die Unterhaltung beim Abendessen zu verschlechtern beginnt, zu Politik oder Klatsch und Tratsch, dann sagst, Gott, was hast du über dieses Kapitel 21 gedacht? Hast du es verstanden? Und es macht so viel Spaß. Du wirst ein Gespräch auslösen. Und es ist schön, derjenige zu sein, der insgeheim das Gespräch auslöst. Versuche also, die Art von Person zu sein, die, wenn du mit deinen Freunden zusammen bist, besonders deinen Dharma-Freunden, versuche unter der Hand das Gespräch auf etwas über Leerheit zu lenken oder etwas Sinnvolles. Das ist eine wunderbare Fähigkeit. Das sollte eine der Perfektionen sein, wie man das Gespräch zu etwas Nützlichem macht. Also mach das. Und wenn du das machst, wirst du Nagarjuna verstehen. Und glücklicherweise werden wir ein paar weitere Veranstaltungen zu Arya Nagarjuna haben. Wir sehen uns dann. Juhu!